Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video bauen wir uns eine Gasflaschenwaage. Dafür verwenden wir das HX711 Digitalwandlermodul und 4 Gewichtsmesszellen, die wir zu einer Vollbrücke zusammenschalten. Ich zeige euch sehr detailliert, wie man die Waage mechanisch und auch elektrisch zusammenbaut, aber das Allerbeste, ich zeige euch sogar Schritt für Schritt, wie man die Waage in Home Assistant einbindet, inklusive Installation der Add-ons und wie man ein schönes Dashboard erstellt, um alles übersichtlich im Blick zu haben. Und mit diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Sehen wir uns zuerst das Schema und die Zeichnung für den Aufbau an. Wir verwenden 4 Gewichtssensoren, die wir zu einer Vollbrücke zusammenschalten. Und hier seht ihr, wie die 4 Sensoren zusammengeschalten werden. Zum besseren Verständnis, wie die Halbbrücke aufgebaut ist, seht ihr hier ein Ersatzschaltbild. Wenn ihr mehr Hintergrundwissen über die Funktion von Gewichtssensoren haben wollt, dann verlinke ich euch hier dieses Video, wo ich sehr detailliert über den Aufbau und die Funktion im Detail eingehe. Für dieses Projekt verwenden wir den HX711 Digitalwandler und einen ESP32C3 Super Mini. Wir verbinden Ground mit Ground und die VCC-Leitung kommt auf 3,3 Volt am ESP32. Der Pin TT wird mit GPIO 4 verbunden und das Clock-Signal mit GPIO 5. Als Grundplatte der Waage habe ich ein Stück Holz genommen mit 1,5 cm Dicke und einer Abmessung von 35 x 35 cm. An allen 4 Ecken werden jetzt die Gewichtssensoren gleichmäßig verteilt. In der Mitte fräsen wir eine Vertiefung für den Digitalwandler und den ESP32 sowie diverse Verlegungskanäle für die Kabeln. Alle Informationen sowie das Material und alles, was ihr benötigt für dieses Projekt, findet ihr auf der Webseite bei Edis TechLab. Und den Link dazu unten in der Videobeschreibung. 2 der gängigsten Messzellen haben leider unterschiedliche Abmessungen, aber es gibt für beide Versionen den richtigen 3D-Druck, den findet ihr auf Thingiverse oder bei Bambulab. Jetzt könnt ihr aber zusehen, wie ich das alles aufgebaut und gefräst habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr das alles aufgebaut habt, dann kommen wir jetzt zum Sketch-Upload. Ihr findet auf GitHub den dazugehörigen Sketch, den ihr einfach downloaden könnt. Für die ganzen Zugangsdaten zu MQTT und Wi-Fi wird die secret.h-Datei benötigt, auch die einfach runterladen. In euren Download-Ordner findet ihr jetzt diese 2 Dateien und ihr klickt auf die Ino-Datei, die der Arduino IDE aufmacht. Es kommt eine Fehlermeldung, dass sich eine Ino-Datei immer in einem Ordner befinden muss. Mit einem Klick auf OK wird das für euch automatisch erledigt. Ihr seht jetzt, dass ein neuer Ordner angelegt wurde und hier kopiert ihr die Secrets-Datei rein.
Zurück in der Arduino IDE findet ihr hier jetzt in einem neuen Tab die secrets.h-Datei. Hier gebt ihr die Zugangsdaten für euer Wi-Fi-Netzwerk ein sowie das Passwort, die Zugangsdaten zu euren MQTT-Broker. Alternativ habe ich noch das OTA-Passwort drinnen, das wir aber für dieses Projekt dieses Mal nicht verwenden. Als nächstes installieren wir zwei Libraries, die wir für dieses Projekt noch benötigen. Wir klicken auf den Library Manager und geben in das Suchfeld HX711 Arduino ein. Mit einem Klick auf Install bei der Library von Bogdan wird die Library installiert. Bei mir ist das schon erledigt, deswegen seht ihr hier nur mehr Remove. Die zweite benötigte Library ist die PubSub Client Library. Diese ist von Nick O'Leary und auch hier wieder einfach auf Install drücken. Damit die Arduino IDE unseren ESP32 erkennt, müssen wir noch das ESP32 Board hinzufügen und dazu gehen wir auf Einstellungen Settings und bei Additional Board Manager URLs fügen wir das ESP32 JSON hinzu. Den Link dazu findet ihr auf der Webseite von Edis TechLab. Jetzt können wir im Board Manager nach ESP32 suchen und dort installieren wir das ESP32 Board von Espressif Systems. Hier empfehle ich einen Neustart der Arduino IDE, um spätere Fehler zu vermeiden. Damit der Sketch auch die richtigen Prozentwerte des Füllstands anzeigt, müssen wir noch das leere Gewicht und das volle Gewicht eurer verwendeten Gasflasche eingeben. Bei mir ist das hier 16,5 für leer und 31 Kilogramm bei voll. Für die Referenzmessung bei der Kalibrierung habe ich hier 1 Kilo definiert. Hier definiere ich die Zeiten zwischen zwei Messungen und die gesamte Wachzeit, bevor der ESP in den Deep Sleep geht. Erst wenn mindestens 2 Kilogramm auf der Waage stehen, wird das als eine Flasche auf der Waage erkannt. Die Daten über MQTT werden erst dann gesendet, wenn der Unterschied 50 Rang zur Gewichtsmessung hat. Dann haben wir zwei Werte für das Deep Sleep. Wenn keine Flasche erkannt wird, dann schläft er nur für 5 Minuten, wacht auf und misst neu. Aber wenn eine Flasche draufsteht, dann wird für 30 Minuten geschlafen, bevor wieder eine neue Messung erfolgt, um in gegebenenfalls Batterie zu sparen. Nachdem wir jetzt alles angepasst haben, können wir den ESP per USB anstecken und den Code uploaden. Der Code wird zuerst kompiliert und danach auf den ESP32 übertragen. Wenn wir den Serial Monitor einschalten, dann können wir genau mitlesen, was beim ESP32 gerade passiert. Wer tiefer in die Elektronik oder Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier das zweiteilige Buchset mit einer Größe von über 700 Seiten empfehlen. Diese Bücher werden ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit diesem Kauf unterstützt ihr Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken. And good news for all the English-speaking folks, this book is also available now in English. Da die Waage jetzt fertig ist, verbinden wir sie mit Home Assistant. Die Kommunikation läuft über MQTT und hier gibt es den Broker Mosquito, den wir über den App Store direkt einbinden können. Wenn wir ihn gefunden haben, können wir mit einem einfachen Klick auf Installieren den MQTT-Broker installieren. Wenn ihr mehr über MQTT erfahren wollt, ich verlinke euch ein sehr detailliertes Video von mir unten in der Videobeschreibung. Wenn die Installation abgeschlossen ist, aktivieren wir noch den Watchdog und automatische Updates und unter Konfiguration müssen wir jetzt einen User hinzufügen. Ich benenne ihn hier einfach mal Edi und mit einem geheimen Passwort. Und danach klicken wir einfach auf Speichern. Zurück bei Info können wir jetzt den Mosquito Broker einfach starten. Als letzten Schritt müssen wir noch bei Integrationen
den MQTT-Broker hinzufügen. Mit einem Klick auf OK bestätigen und ab jetzt läuft der Broker. Als nächstes benötigen wir einen File-Editor. Dazu gehen wir auf Einstellungen, nochmal in den App Store und App installieren. Und hier finden wir schon den File-Editor. Wir klicken auf Installieren und nach einem kurzen Moment ist die Installation auch schon abgeschlossen. Wir aktivieren wieder den Watchdog, automatische Updates und in Seitenleiste anzeigen, aber bevor er funktioniert, müssen wir ihn noch starten. Um die Waage in Home Assistant einbinden zu können, müssen wir noch die Configuration.yaml anpassen. Auf GitHub findet ihr den Ausschnitt, den ihr dann einfach reinkopieren müsst. Hier genannt als config_yaml. Ihr öffnet das am besten als Rohdatei und von hier könnt ihr einfach alles markieren und kopieren. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Home Assistant und öffnen den File-Editor. Dort klicken wir auf das Ordnersymbol und suchen uns die Configuration.yaml-Datei. Dort können wir alles, was wir im Browser kopiert haben, einfach einfügen. Dann klicken wir oben rechts auf Speichern und danach können wir einen Neustart von Home Assistant machen. Wenn ihr mehr über die Programmiersprache YAML lernen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Video, wo ich auf YAML genauer eingehe. Als nächsten Schritt konfigurieren wir uns ein schönes Dashboard, um alle Daten der Waage übersichtlich zu sehen. Dazu erstellen wir ein neues Dashboard, benennen es Garten und als Symbol können wir ein Barbecue nehmen. Und schon sehen wir auf der linken Seite im Menü unser neu erstelltes Dashboard mit dem Namen Garten. Ganz rechts klicken wir auf das Bleistiftsymbol, um das Dashboard bearbeiten zu können, und dann fügen wir eine neue Kachel hinzu. In der Kachel ganz unten gehen wir auf Code Editor anzeigen. Jetzt gehen wir wieder zu GitHub und öffnen das Dashboard YAML, gehen wieder auf Roh und kopieren dort alles. Wieder zurück zu Home Assistant und dort kopieren wir das komplette YAML rein und auf der rechten Seite sehen wir schon eine Vorschau, wie unsere Kachel aussehen wird. Und danach klicken wir auf Speichern. Das war es schon, die Waage funktioniert, aber jetzt müssen wir sie eichen und dafür benötigen wir genau 1 Kilogramm. Wir schließen unsere Waage an und im Systemstatus sehen wir zum Beispiel jetzt, dass die Waage wach ist. Dieser Systemstatus, der zeigt uns immer an, was zu machen ist, bzw. was die Waage gerade erledigt. Die Waage ist bei mir leer, zeigt aber 187 Kilo an. Das ist aber kein Problem, das können wir mit dem Kalibrieren ganz einfach wieder lösen. Dazu klicken wir oben auf Kalibrieren und jetzt unten im Systemstatus sehen wir Waage leer lassen. Wir folgen hier einfach den Status und hier sehen wir, dass wir 1 Kilogramm Referenz auflegen sollen und das machen wir jetzt. Nach kurzer Zeit ist die Kalibrierung auch schon abgeschlossen und wir sehen, das aktuelle Gewicht beträgt nur mehr 1 Kilogramm und auch der Füllstand der Gasflasche ist auf 0% gesunken. Wenn man merkt, dass sich die Werte verändern, ohne dass man was gemacht hat, kann man die Waage auch neu tarieren. Beim Tarieren muss die Waage leer sein. Sobald wir den Taster drücken, haben wir 10 Sekunden Zeit, die Waage zu entleeren und hier im Systemstatus sehen wir die Sekunden runterzählen. Danach beginnt das Tarieren und wenn es fertig ist, sehen wir im Systemstatus Tare abgeschlossen. Jetzt können wir die Gasflasche aufstellen, bei mir ist sie halb voll und kurz darauf können wir den Füllstand und das aktuelle Gewicht in unserem Dashboard sehen. Wir sehen auch hier in Gelb, dass eine Gasflasche erkannt wurde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachbauen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne von eurem Projekt ein Foto zusenden und ich werde es auf der Webseite unter dem Projekt veröffentlichen. Vielen Dank und ich bin gespannt, wie eure Projekte aussehen. Wenn dir das Video gefallen hat und du den Kanal unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, dich als Kanalmitglied begrüßen zu dürfen.
Es ist für jede Geldbörse etwas dabei und du hast den Vorteil, Videos als erstes zu sehen, an Umfragen teilzunehmen und noch einiges mehr. Das Jahr 2026 wird für die Mitglieder eine super Sache werden. Wenn du jetzt mehr über die Funktion von diesen Wegezählen lernen möchtest, wie sie aufgebaut sind und funktionieren, dann kann ich dir hier dieses Video empfehlen. Dort gehe ich sehr detailliert darauf ein. Viel Spaß damit und einen schönen Tag, euer Edi.